Hallo zusammen, für dieses Video durfte ich das Walking Pad MC11 testen. Es ist das neueste klappbare Laufband der Walking Pad Serie mit bürstenlosem Motor, das Geschwindigkeiten bis zu 12 km/h ermöglicht und bis zu einem Körpergewicht von 110 Kilogramm genutzt werden kann. Falls du den Kanal noch nicht kennst, ich teste und vergleiche die besten Produkte rund um Haus und Garten. Dabei versuche ich immer etwas Besonderes für meine Zuschauer bei den Firmen zu bekommen. Dazu später mehr. Aufgeklappt hat es eine Länge von 145,2, eine Breite von 73,6 und eine Höhe von 100 cm. Die Lauffläche ist 120 x 44 cm groß, was ein komfortables und sicheres Training ermöglicht. Das Laufband wiegt 35,5 Kilo, was es stabil und robust macht, aber bei der Lieferung nicht unterschätzt werden darf. Mit Verpackung wiegt es 41,5 Kilo und ich habe Glück, dass ich so einen netten Lieferanten habe, der mit mir zusammen das Paket hochgetragen hat. Hier brauchst du unbedingt 2 Personen, je nachdem in welches Stockwerk das Walking Pad soll. Das MC11 wird komplett montiert geliefert. Es ist sehr gut und sicher verpackt und kann im Stehen und im Liegen gelagert werden. Im zusammengeklappten Zustand misst es nur 102,4 cm in der Länge, 73,6 cm in der Breite und 16,1 cm in der Höhe. Hier ist das mitgelieferte Zubehör. Du bekommst ein Stromkabel, einen Sicherheitsstecker, eine Smartphone-Halterung, eine Bedienungsanleitung und einen Inbus-Schlüssel, mit dem du die Lauffläche hinten fester ziehen oder lockern kannst. Das MC11 ist sofort einsatzbereit und benötigt keine Installation. Dafür musst du es auf den Boden legen, anschließend vorne links und rechts den Griff lockern und diesen aufstellen. Dann musst du ihn wieder über die beiden Drehgriffe fixieren. Der Griff wird in eine vorgesehene Position einrasten, was du auch beim Eindrehen dann merkst. Danach kannst du die Lauffläche aufklappen. Achte darauf, dass die Lauffläche vorne und hinten zentriert ist, damit es beim Laufen keinen Kontakt mit den Seitenrändern gibt. Vorne hängt auch noch ein Hinweisschild für die erste Nutzung dran. Normalerweise kommt als nächstes die Schmierung. Allerdings ist hier kein Schmieröl vorhanden und die Meinungen gehen auseinander. Das Öl kann wohl der Elektronik der bürstenlosen Motoren schaden. Diese sind normalerweise vom Werk aus schon optimal geschmiert. Normalerweise liefert die Firma eine Flasche Schmieröl mit, wenn es notwendig ist. Daher habe ich es in diesem Fall nicht geschmiert. Ich plane einfach die erste Schmierung, wenn ich starke Reibungsgeräusche beim Laufen wahrnehme. Erst wenn das Laufband aufgeklappt ist, sollte es mit dem Strom verbunden werden, um elektronische Schäden zu vermeiden. Das gilt auch fürs Zusammenklappen. Erst vom Strom trennen und dann klappen. Damit du es starten kannst, musst du den Sicherheitsstecker vorne einstecken und an deiner Kleidung anbringen, am besten an der Hosentasche oder am Bund. Bei langsamen Geschwindigkeiten kannst du ihn auch einfach um den Griff wickeln. Wichtig ist, dass er verbunden ist. Optional kannst du diese Smartphone-Halterung montieren. Das ergibt nur bei freien Läufen abseits des Schreibtisches Sinn. Ich persönlich habe derzeit dafür keinen Nutzen, aber es ist sicher für den einen oder anderen nicht uninteressant. Dann kannst du das Laufband über die Starttaste am Display aktivieren und nach dem 3 Sekunden Countdown startet es bei 1 km/h. Hier habe ich dann direkt gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Wenn es klappert und klackt, musst du vorher schauen, woran es liegt. In meinem Fall sieht man, dass das Laufband hinten auf den Boden aufschlägt, weil die Füße nicht geerdet sind. Bevor ich etwas ändere, trenne ich aus Sicherheitsgründen immer den Strom ab. Diese Bodenunebenheiten musst du ausgleichen, indem du die Standfüße herausdrehst. Teste es immer wieder, indem du hinten Druck auf die Fläche ausübst. Wenn es stabil steht, kannst du den nächsten Versuch starten. Hier siehst du es nochmal etwas besser, wie sich die Standfüße herausdrehen lassen. Bis auf die vordersten 2 lassen sich alle hinteren 6 Füße einstellen. Das OLED-Display ist sehr schön und modern. Wenn du das Laufband gestartet hast, kannst du über die Plus-Taste die Geschwindigkeit in 0,5 km/h Schritten erhöhen und auf der Minus-Taste wieder verringern. Während des Gehens zeigt dir die Anzeige deine Zeit, Geschwindigkeit, Distanz und verbrannte Kalorien an. Schritte werden nur in der App angezeigt, die ich dir gleich noch vorstelle. Wenn du aufhören willst, drücke die Pause-Taste und das Laufband stoppt langsam und stufenlos. Das Zusammenklappen ist auch sehr einfach. Erst trennst du das Laufband vom Strom, dann lockerst du den Griff wieder auf beiden Seiten und klappst die hintere Fläche um. Dann legst du den Griff auf den Boden und fixierst ihn wieder, bis sich die Drehgriffe nicht mehr weiter drehen lassen. Anschließend kannst du es hochheben und verstauen. Ich muss hier wirklich die großen Transportrollen loben. Sie sind so viel besser als zum Beispiel beim Walking Pad X21 und R2. Dadurch lässt sich das Laufband auch super über dickere Gummimatten ziehen.
Anschließend kannst du es hinstellen oder legen. Dafür gibt es zum Schutz vorne am Griff sogar 2 kleine Hartgummi-Elemente. Insgesamt hat es ein sehr gutes Handling. Kommen wir zu meinem Alltagstest. Da ich fast ausschließlich am Schreibtisch laufe, ist es wichtig, dass es erstens gut darunter passt und zweitens sich gut bedienen lässt. Das Aufstellen ist natürlich aufwendiger als beispielsweise bei reinen Schreibtischlaufbändern, wie zum Beispiel dem neuen WalkingPad Z1. Dafür ist hier der Laufkomfort nochmal etwas höher. Die Steuerung per Display ist am Schreibtisch kaum noch möglich, da deine Sicht natürlich durch die Tischplatte abgeschnitten ist. Da die Tasten nur noch per Touch-Steuerung bedient werden, lassen sich die Geschwindigkeitstasten auch nicht mehr ertasten. Demnach bist du hier so ziemlich gezwungen, die KS Fit App zur Steuerung zu verwenden. Daher ist es ein guter Zeitpunkt, sie dir kurz vorzustellen. Auf dem Plus oben rechts musst du als erstes das MC11 suchen und per Bluetooth mit der App verbinden. Dafür muss der Strom des Laufbands eingeschaltet sein. Dann tippst du auf Verbinden und kannst in den Einstellungen zum einen die Ohne Last Stopp Funktion ein- oder ausschalten, die dafür sorgt, dass das Laufband automatisch nach ein paar Sekunden stoppt, wenn niemand drauf geht, und zum anderen die Kindersicherung aktivieren, wodurch das Laufband komplett gesperrt wird und nicht mehr gestartet werden kann, wie du hier an dem Lock siehst. Links könntest du noch Ziele nach Zeit, Distanz oder Kalorien definieren. Über den Go-Button startet das Laufband nach 3 Sekunden für einen freien Lauf. Die Geschwindigkeit lässt sich in der App in 0,1 km/h Schritten gezielter einstellen. Hier siehst du meinen 10.000 Schritte-Test, der gut 2 Stunden gedauert hat. Wenn du fertig bist, musst du die Stopp-Taste in der App gedrückt halten, dann bekommst du deine Auswertung und diese wird, wenn du es genehmigt hast, an deine Hauptgesundheits-App weitergeleitet. In meinem Fall siehst du hier die Apple Health App. Auch Laufen funktioniert sehr gut am Schreibtisch, wenn du zum Beispiel Videos ansiehst oder auf dem Fernseher einen Film schaust. Hier bietet es sich an, das Laufband ein Stück weiter weg vom Schreibtisch zu stellen, damit du etwas weiter weg von der Tischplatte stehst und es auch über das Touch-Display steuern kannst. So sieht es aus, wenn du den Sicherheitsstecker während des Laufens ziehst. Du siehst, es bleibt sofort stehen. Kommen wir zum Lautstärketest. Wie bei allen WalkingPad-Tests habe ich auch hier eine Gummimatte drunter gelegt, um den Schall, die Vibration und die Stoßkräfte, die auf den Boden gerade bei schnelleren Läufen übertragen werden, zu dämpfen. Das empfehle ich besonders in Mehrfamilienhäusern. Wichtig bei dem Modell ist, dass du hier die mittleren Standfüße auch anpasst. Man merkt es erst beim Laufen nicht, aber hier hörst du dann die Reibungsgeräusche beim ersten Versuch. Schalte auch hier sicherheitshalber den Strom aus. Das Dezibel-Messgerät ist ca. 1 Meter vom Laufband entfernt. Den Sound lasse ich jetzt ein paar Sekunden laufen, damit du einen ordentlichen Eindruck davon bekommst. Bei km/h. 4 km/h. 6 km/h. Jetzt geht's auch. 8 km/h. 10 km/h. Maximum 12. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Lautstärke und vor allem auch mit dem angenehmen Laufgefühl. Selbst bei 12 km/h macht es einen sicheren Eindruck. Auch zusammenklappen lässt es sich gut am Schreibtisch, wodurch es sich gut in den Alltag integrieren lässt. Kommen wir zu meinem Fazit. Insgesamt ist das Laufgefühl auf dem WalkingPad MC11 sehr angenehm. Gerade auch hohe Geschwindigkeiten machen auf dem Laufband richtig Spaß. Die Steuerung per Display und App funktioniert einwandfrei, wobei die Touch-Bedienung am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig ist. Eine ganz klare Verbesserung zu beispielsweise dem R2 und dem X21 sind die großen Transportrollen. Wenn du den Unterschied kennst, wirst du wissen, dass es ein großes Lebensqualitätsupdate ist und es viel einfacher zu transportieren und zu drehen ist. Unterm Strich ist es das erste klappbare Laufband, an dem ich wirklich nichts kritisieren kann. Bis auf vielleicht die Touch-Steuerung, wobei sie an sich auch gut funktioniert, aber eben Geschmackssache ist.
Dazu kommt, dass es auch noch das günstigste Laufband bis 12 km/h der Walking Pad Reihe ist, wodurch es Stand jetzt mein Preis-Leistungs-Testsieger ist. Ich kann hier also eine klare Kaufempfehlung geben und wenn du dem Link in der Videobeschreibung zum Walking Pad Shop folgst, wird für dich automatisch ein 160 € Rabatt aktiviert, sobald du das Laufband in den Warenkorb legst. Falls du noch Fragen zu dem Modell hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Alles Gute.